Als John Johnson, das Familienoberhaupt, den Garten pflegte, bemerkte er etwas Ungewöhnliches am Rand des Grundstücks. Ein verrosteter Eimer, nicht im Besitz der Familie, saß unauffällig vor dem Hintergrund des üppigen Grüns. Was Johns Aufmerksamkeit erregte, war die subtile, verdächtige Bewegung im Eimer. Vorsichtig näher kommend, spähte er hinein und entdeckte einen Anblick, der ihm einen Schauer über den Rücken jagte. Kahle Welpen, ihre fragilen Körper eng aneinander geschmiegt, sahen ihn mit flehenden Augen an. Das Winseln aus dem Eimer rührte an Johns Herz, erfüllte ihn mit einem Mix aus Schock und Besorgnis. Wie waren diese hilflosen Kreaturen in seinen Garten gelangt? Ohne zu zögern, rief John den Rest der Familie zusammen. Gemeinsam berieten sie, was als nächstes zu tun war. Die Entscheidung war einstimmig, sie brauchten professionelle Hilfe. Ein Anruf beim Tierdienst brachte Inspektorin Rebecca an ihre Tür. Rebecca, eine erfahrene Inspektorin mit einem ebenso zarten Herzen wie fester Entschlossenheit, kam prompt an. Sie konnte kaum glauben, was sie im Eimer sah. 4 kränkliche Welpen, fast kahl und ständig kratzend, begrüßten sie mit einem jämmerlichen Klagelied. Es war offensichtlich, dass sie verlassen worden waren und sich selbst in der Johnsons Garten durchschlagen mussten. Entschlossen, diesen unschuldigen Seelen eine Überlebenschance zu geben, hob Rebecca sie behutsam auf und brachte sie zum nächsten Tierarzt. Die Diagnose war düster: ein fortgeschrittener Fall von Krätze, Dehydrierung und beunruhigenden Augenproblemen. Der Zustand der Welpen sprach von Vernachlässigung und Härte, was den Tierarzt mit einem schweren Herzen zurückließ. Die verordnete Behandlung war streng, aber notwendig. Regelmäßige medikamentöse Bäder und antivirale Medikamente wurden zur Rettungsleine für die kranken Welpen. Die Johnsons, die eine unerwartete Bindung zu diesen Überlebenden geschlossen hatten, warteten gespannt auf jede Nachricht über ihren Fortschritt. Als Tage zu Wochen wurden, geschah ein Wunder. Die Infektion ging zurück, und die einst kahlen Welpen begannen Anzeichen von Genesung zu zeigen. Ihre Augen funkelten mit neuer Vitalität und ihre spielerische Energie kehrte zurück. Die Johnsons staunten über die Widerstandsfähigkeit dieser winzigen Wesen, die sich mit unvergleichlichem Mut der Widrigkeiten gestellt hatten. Mit dem Schlimmsten hinter sich lag der nächste Schritt darin, ein liebevolles Zuhause für die nun gesunden Welpen zu finden. Die Johnsons, die die Verwandlung aus erster Hand miterlebt hatten, boten an, das Quartett zu pflegen, bis geeignete Adoptivfamilien gefunden werden konnten.